es gibt einfach viele Hinweise, dass halt so, wie das genau in der Bibel steht, dass das nicht zu 100% stimmt. Also ich glaube nicht, dass Jesus gedacht hat, nur er ist göttlich und die anderen nicht. Und die Kirche, die nimmt das ja so auseinander, dass sie sagt, gewisse sind näher beim Göttlichen und andere weniger oder können selber überhaupt keine Verbindung haben. Welche Bedeutung, Christina, hat das Leben, die Botschaft und der Tod Jesus für dich? Es kommt halt darauf an, was man meint. Es gibt ja die Geschichte in der Bibel und also ich denke schon, dass es Jesus wirklich gab und dass auch hier war, um ein neues Bewusstsein zu bringen. Aber die Geschichte, die in der Bibel steht, da weiß man ja gar nicht, ob die vollständig wahr ist. Weil ich habe auch schon gelesen von Leuten, die davon überzeugt sind, dass Jesus mal in Indien war und in Frankreich und dass er gar nicht am Kreuz gestorben ist, sondern weitergelebt hat und auch eine Familie hatte. Ich weiß das jetzt nicht sicher, aber es gibt einfach viele Hinweise, dass halt so, wie das genau in der Bibel steht, dass das nicht zu 100% stimmt. Und die Bibel, es gibt sicher wahre Dinge da drin, aber es ist halt nicht, es wurde halt auch genutzt, um Menschen zu lenken. Das ist mit jeder Religion so. Man findet überall etwas, was gut ist und dann wieder etwas, wo was verdreht wurde. Also ich würde keine Religion komplett einfach so übernehmen, ohne dass man selber darüber nachdenkt. Und ich finde bei Jesus halt das Wichtige, dass es um die Liebe geht. Und also ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, aber von der Kirche her, da sieht man ja überall dieses Bild von Jesus am Kreuz. Und ich finde einfach, da sieht man, um was es den Leuten, die die Bibel manipulierten, eigentlich geht, wenn man anschaut, dass die sowas verbreiten und nicht ein schöneres Bild, wo man sieht, um was es eigentlich geht. Und ich finde halt das Wichtige, dass er ja auch für die Liebe da war. Und dass man die Geschichte, dass man da einfach ja auch offen bleibt, dass da vielleicht was weggelassen wurde oder einfach was fehlt oder irgendwie was umgeändert wurde. Dass man das nicht so Wort für Wort nimmt. Ich glaube, man kann sicher sagen, würdest du mir da zustimmen, Christina, dass Jesus mit Sicherheit ein großer Eingeweihter und ein großer Liebender war und absolut Träger des Christusbewusstseins. Ja. Und das hier verankert hat. Ja, und er kam sich auch hierher, um zu helfen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alle Jesus mochten. Logischerweise. Aber dass es ihm schon um die Liebe ging und dass das irgendwie das ist, was man also um das geht es ja eigentlich. Und ja, und später wurde ja das Sündige im Menschen von der Kirche in den Vordergrund gestellt und auch indem gesagt wurde, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und irgendwie, ich zumindest habe mit dieser Geschichte nicht so eine Resonanz.
Die Kirche hätte ja auch sagen können, Jesus hat die Liebe auf die Erde gebracht. Und damit wurde mehr verankert, der Mensch ist kleinsündig, unwert und so weiter. Und damit kann man natürlich auch ganz viele Menschen manipulieren. Ja? Würdest du das auch so sehen? Ja. Das war jetzt einfach meine... Nein, ich sehe das auch so. Darum habe ich auch das gesagt mit dem Kreuz. Das steht überall rum. Aber man könnte ja was ganz anderes nehmen. Und es geht ja auch darum, dass dass jeder in sich das Göttliche wiederfindet. Also ich glaube nicht, dass Jesus gedacht hat, nur er ist göttlich und die anderen nicht. Und die Kirche, die nimmt das ja so auseinander, dass sie sagt, gewisse sind näher beim Göttlichen und andere weniger oder können selber überhaupt keine Verbindung haben. Und das ist halt auch so eine Verdrehung. Ja, Jesus selbst sagte ja, wisst ihr nicht, dass ihr Kinder Gottes seid und ihr werdet dieselben Werke tun wie ich oder noch größere. Und damit wollte er ja sagen, das ist dann, wenn ihr alle diese Schichten losgelassen habt und weggelassen habt, die euch von dem trennen, was wir alle restlos alle im innersten Kern sind. Und auch Jesus war ein großer Erinnerer. Oder wie heißt das denn? Also ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass er hier auf dem Planeten war. Und ja, dass dieses Bewusstsein immer und immer und immer größer wird. Und es gibt ja viele Menschen, die gehen in Kirchen und die tragen diese Botschaft in sich. Also das ist ja nicht so, dass jeder, der in eine Kirche geht, deshalb einer falschen Botschaft hinterher rennt, unbedingt. Es gibt ja viele, die spüren diese Christus-Energie in sich und sie leben tatsächlich danach, oder? Ja, ich denke, das ist auch das Wichtige, dass man im Leben diese Liebe auch mit anderen teilt und dass man auch danach lebt. Weil ich kenne auch Leute, die gehen jeden Sonntag in die Kirche und für die, also meine wirklich, sie tun was Gutes, aber in ihrem Alltag sieht man von Liebe dann nicht viel. Und das ist es dann ja auch nicht. Also das Entscheidende ist ja schon, was man im Leben dann